Die Uruguayos haben die Wasserprivatisierung verboten. In ihrer Verfassung. Und trotzdem rollen im September 2026 die Bagger für eine private Wasserfabrik an. Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Mattes Mate Mission Uruguay an Welt. Ja, ihr seht richtig. Heute kein Mate. Aber es passt zum Thema. Und deshalb trinke ich diese Folge über ganz normales Leitungswasser. Warum mir das diesmal wichtig war? Ja, das versteht ihr in den nächsten Minuten. Wir planen im Frühjahr 2029 nach Uruguay auszuwandern. Darum informieren wir uns sehr intensiv und detailliert über Land, Leute, Regierung, Geschichte, Infrastruktur, Immobilien, Sicherheit, Inflation und. Tatsächlich scheint uns auch eine gesicherte Versorgung mit saurem Trinkwasser ein wichtiges Kriterium für ein lebenswertes Auswanderungsziel zu sein. Ja, und wenn ihr den Weg mitgehen wollt, abonniert den Kanal. Dann seid ihr dabei, wenn wir herausfinden, worauf es wirklich ankommt. Uruguay hat schon 2004 das Recht auf sauberes Trinkwasser als Menschenrecht in ihrer Verfassung verankert und die Wasserversorgung streng in staatlicher Hand geregelt. Knapp 65% der Bürger stimmten in einem Volksentscheid dafür, Wasser und Abwasser sollten ausschließlich vom Staat organisiert werden, von der staatlichen OSE. Ja, damit war Uruguay weltweit das erste Land, in dem die Menschen sich dieses Recht auf sauberes Wasser selbst in die Verfassung geschrieben haben. Nicht das Parlament, nicht ein Gericht. Eine Volksabstimmung. Ja, gegen die eigene Regierung. Das hatte vorher noch keiner geschafft. 6 Jahre später zog die UNO nach. Am 28. Juli 2010 erkannte die Generalversammlung den Zugang zu sauberem Trinkwasser als Menschenrecht an. 122 Staaten stimmten dafür, 41 enthielten sich. Dagegen war kein einziger. Und obwohl das jetzt ein Menschenrecht ist, in den allermeisten Verfassungen dieser Welt steht davon nichts. Rund 30 Länder haben es aufgenommen. In Europa als erstes Slowenien. Aber das erst 2016. Und selbst da steht meistens nur, dass es ein Recht gibt. Uruguay ist bis heute fast allein damit, dass die Verfassung auch verbietet, das Wasser an Private zu verkaufen. Und genau darum geht es heute. In Deutschland ist das Menschenrecht auf Wasser nicht als Grundrecht im Grundgesetz verankert. Immerhin leitet der Staat aus Artikel 20 des Grundgesetzes die Pflicht ab, das Existenzminimum seiner Bürger zu sichern. Auch wenn man bei manchen Spardebatten das Gefühl hat, dass das gerade niemanden interessiert. Sauberes Trinkwasser gehört zwingend zu dieser staatlichen Daseinsvorsorge. Die Europäische Union hat mit der EU-Trinkwasserrichtlinie den Zugang zu sauberem Wasser europaweit verschärft. Theoretisch setzt Deutschland diese Vorgaben im internationalen Recht über das Wasserhaushaltsgesetz und die Trinkwasserverordnung um. Als direkte Folge von diesen EU-Regeln sind nämlich Kommunen in Deutschland gesetzlich verpflichtet, den Zugang zu Trinkwasser im öffentlichen Raum zu verbessern. Unter anderem durch kostenlose Trinkbrunnen. Und die Realität? Es gibt in Deutschland rund 11.000 Kommunen und ungefähr 1.500 Trinkbrunnen. Immerhin liegt die Wasserversorgung in Deutschland noch fast flächendeckend in kommunaler Hand, um so eine reine Gewinnorientierung zulasten der Bürger zu verhindern. Natürlich versuchen weltweit mächtige Großkonzerne genau das aufzuweichen. Allen voran Nestlé. Der damalige Nestlé-Chef Peter Brabeck
hat das 2005 auch ganz offen gesagt in dem Film We Feed the World. Wasser sei ein Lebensmittel wie jedes andere und es solle auch einen Preis haben wie jedes andere. Die Vorstellung, Wasser sei ein kostenloses Gut für alle, ja, die nannte er extrem. Nach einer Entrüstungswelle hat er nachgeschoben, dass 5 Liter zum Trinken und 20 zum Waschen, na selbstverständlich ein Menschenrecht seien. Alles darüber aber nicht. Ja, wer entscheidet, wo diese Grenze liegt? Ja, das hat er nicht dazu gesagt. Also aus meiner Sicht ist das dann kein Menschenrecht mehr, sondern das ist dann nur noch eine Ration. Außerdem ist Nestlé der Konzern, der Trinkwasserbrunnen an Orten betreibt, an denen Menschen ohnehin keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. In Bati Dilwan in Pakistan zum Beispiel. Dort stehen 2 große Förderanlagen über dem Grundwasser, aus dem das Dorf seit Jahrzehnten trinkt. Seit sie da sind, ist der Grundwasserspiegel von 30 auf 90 bis 120 Meter gefallen. Die Dorfbrunnen sind versiegt, die Leute wurden krank, weil sie schlammiges Wasser trinken mussten. Und während nebenan sauberes Wasser in Flaschen abgefüllt werden. Übrigens unter dem Markennamen Pure Life. Aus Nigeria kennt man dieselben Vorwürfe. Ja, und natürlich ist es nicht nur Nestlé. Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Heineken und Blue Triton Brands müssen hier genauso genannt werden. Die stehen nämlich in den Methoden von Nestlé in nichts nach. Ja, und warum erzähle ich euch das alles? Ja, ich möchte zeigen, wie groß dieses Spannungsfeld ist. Auf der einen Seite die Wirtschaft, auf der anderen Seite eine Grundversorgung, ja, die zum Glück noch staatlich ist. In allen Ländern der Welt versuchen Konzerne über Lobbyisten Druck auf die Politik auszuüben, um kommunale Versorgung zu privatisieren. Tja, nicht weil sie die Bürger gut und sicher versorgen möchten, sondern weil sie ihre Gewinne über Zwangskundschaft maximieren wollen. Und dieser Kampf, ja, der findet sogar in Uruguay statt. In dem Land, das sauberes Trinkwasser als erstes zum Menschenrecht erklärt hat. Der erste Versuch, die Trinkwasserverordnung in Uruguay im größeren Stil zu privatisieren, fand 1993 im Departamento Maldonado statt. Die Privatisierung erfolgte über so eine Konzessionsvergabe für 25 Jahre an das Konsortium Aguas de la Costa. Treibende Kraft und Hauptakteur war das spanische Großunternehmen Aguas de Barcelona. Die wiederum ist eine Tochtergesellschaft des französischen Weltmarktführers Suez Lyonnaise d'Eau. Die hielten mit 60% die Mehrheit am Konsortium. Unter der damaligen neoliberalen Regierung von Präsident Luis Alberto Lacalle öffnete sich das Land in den 1990er Jahren massiv für ausländisches Kapital und staatliche Privatisierung. 3 Akteure haben das damals vorangetrieben. Lacalle selbst, das Direktorium der staatlichen OSE, ja, und die Intendencia de Maldonado, also die lokale Regierung. Im Juni 1992 beschloss das OSE-Direktorium die Ausschreibung für die Region östlich des Arroyo Maldonado. Der Ausbau der Netze war dort teuer und den wollte man dem privaten Sektor überlassen. Am 7. Februar 1993 unterzeichnete die OSE-Führung schließlich den 25-Jahres-Vertrag mit dem privaten Konsortium. Der Staat entzog dem staatlichen Wasserwerk OSE die Zuständigkeit für die wohlhabenden Ferienregionen im Osten, also La Barra zum Beispiel oder José Ignacio. Aguas de la Costa wurde das Exklusivrecht übertragen, dort die Trinkwasserversorgung und das Abwassersystem aufzubauen und zu betreiben. Ein zweiterer, noch größerer Bereich in Maldonado ging im Jahr 2000 für 30 Jahre an Uruguay. Dahinter standen diesmal keine Franzosen, sondern die Spanier, der Energiekonzern Iberdrola und das Wasserkonsortium von Bilbao. Betroffen waren rund 120.000 Menschen, darunter Punta del Este und Piriápolis. Also möglicherweise unsere zukünftige Nachbarschaft. Denn wo wir genau landen, entscheiden wir erst, wenn wir da sind und unsere Favoriten genau in Ruhe angeschaut haben.
Aber zurück zum Wasser. Wie lief das denn da so? Tja, zeitnah nach der Privatisierung stiegen die Wassertarife massiv an. Welche Überraschung! In den privatisierten Gebieten zahlten die Menschen bis zu 7-mal höhere Preise für ihr Wasser als im Rest des Landes. Ärmere Familien wurden so einfach vom Zugang zu Wasser ausgeschlossen, ja, weil sie die hohen Gebühren nicht mehr zahlen konnten. Außerdem hielten die Konzerne vertraglich zugesicherte Investitionen in die Infrastruktur, ja, die hielten sie nicht ein. Es endete damit, dass ausgerechnet der staatliche Versorger den Menschen empfehlen musste, das Wasser der privaten Firma abzukochen. Im Januar 2002, in der Hochsaison wegen Fäkalbakterien. 2002 kündigte die Regierung trotz allem an, die Wasserprivatisierung auf das ganze Land auszuweiten. Ja, da formte sich massiver Widerstand in der Bevölkerung. Die Nationale Kommission zur Verteidigung von Wasser und Leben wurde gegründet. Sie sammelten 290.000 Unterschriften, weit mehr als die Verfassung verlangt, und erzwangen damit das historische Referendum vom 31. Oktober 2004. Mit einer überwältigenden Mehrheit von knapp 65% verbot das Volk jede Form der Wasserprivatisierung und schrieb sich das Recht auf Wasser als erstes Land der Welt selbst in die Verfassung. Diese Privatisierung endete also mit einem politischen, wirtschaftlichen und sozialen Desaster und legte damit aber den Grundstein für die spätere weltweite Pionierrolle Uruguays beim Recht auf sauberes Trinkwasser. Tja, jetzt könnte man denken, Uruguays Regierung hätte aus diesem historischen, teuren und auch für das Vertrauen der Bevölkerung nicht gerade förderlichen Desaster gelernt. Tja, weit gefehlt. Der nächste massive Versuch startete 2020 unter der rechtskonservativen Regierung von Präsident Luis Lacalle Pou. Es wurde das Proyecto Neptuno, auch bekannt als Projekt Arrasati, gegründet. Ja, und weil es so schön ist, sage ich das nochmal langsam. 1993 machte Luis Alberto Lacalle das Wasser von Maldonado privat. Das ging schief, kostete das Land ein Referendum und landete in der Verfassung. 27 Jahre später sitzt sein Sohn auf demselben Sessel und probiert es wieder. Anderes Jahrhundert, andere Firma, gleicher Name. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Uruguay erlebte ab 2020 eine historische, jahrelange Dürre. 2023 wurde die Talsperre von Paso Severino, die die Hauptstadt Montevideo versorgt, fast völlig ausgetrocknet. Keine 3% Restmenge. Die Bürger mussten wochenlang stark salzhaltiges, mit Meerwasser versetztes Leitungswasser trinken oder eben teures Flaschenwasser kaufen. Ja, und weil das für uns keine Theorie ist, sondern eine Frage, die wir uns selbst gestellt haben, ja, was macht man denn nun praktisch in solchen Fällen? Kurz das Wichtigste zum Wasser. Leitungswasser von der OSE kostet etwa so 15 bis 20 Euro im Monat für einen Haushalt. Und man kann es trinken. Die Uruguayos machen das auch. Gegen Salz hilft allerdings kein normaler Filter. Da braucht es eine Umkehrosmoseanlage oder eben Flaschenwasser. Und wer aufs Land zieht, dort wo es gar keinen Wasseranschluss gibt, ja, der braucht einen Brunnen. Das kostet so rund $100 pro Meter und Trinkwasser kommt oft erst so nach 45 Meter. Das macht dann so ungefähr $5.000 für einen Brunnen. Das steht übrigens alles ausführlich in unserem Handbuch, dem Uruguay Auswanderungskompass. Kapitel 16. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Die Regierung Lacalle Pou nutzte die Krise, um ein neues Infrastrukturprojekt voranzutreiben. Den Auftrag für Bau und Betrieb einer neuen Wasseraufbereitungsanlage am Rio de la Plata bekam nicht die staatliche OSE, sondern das private Konsortium Aguas de Montevideo. Eine direkte Privatisierung der Versorgung, ja, die wäre verfassungswidrig gewesen. Also wählte die Regierung so ein verschleiertes Betreibermodell. Die privaten Firmen sollten die Anlage besitzen und betreiben. Der Staat
sollte ihnen das gereinigte Wasser abkaufen. 17 Jahre lang für horrende Summen. Die Umweltverbände nannten es einen glatten Verfassungsbruch. Ja, und die Vereinten Nationen warnten sogar, hier drohe eine Privatisierung durch die Hintertür. Ich nenne es schlicht, an der Mehrheit der Bevölkerung vorbeiregieren. Glücklicherweise formte sich erneut heftiger landesweiter Widerstand. Die Kritiker mahnten vor explodierenden Kosten, Umweltzerstörung und der Verletzung des historischen Verfassungsartikels 47. 2024 stoppte ein uruguayisches Gericht das Projekt zunächst vorläufig wegen dieser Verfassungsbedenken und fehlender Umweltstudien. Nach dem Regierungswechsel hin zur Frente Amplio am 1. März 2025 setzte der neue Präsident Xamando Orsi den Bau zunächst für 90 Tage aus und verkündete dann auch schließlich das Aus für das Proyecto Neptuno. Tja, und jetzt wird es interessant, denn beerdigt wurde nur der Standort, nicht das Geschäft. Im März 2026 hat die staatliche OSE einen geänderten Vertrag unterschrieben, mit genau demselben privaten Konsortium. Die Anlage kommt jetzt nicht mehr an den Rio de la Plata, sondern an den Rio Santa Lucia. Dahin, wo Montevideo sein Wasser ohnehin herbekommt. Gebaut und betrieben wird sie weiter von Privaten. Und der Staat kauft ihnen das Wasser ab. Über 17 Jahre lang. Und der uruguayische Rechnungshof, ja, der hatte den Vertrag schon beanstandet. Im Februar nämlich schon mit 4:3 Stimmen. Die Begründung: Standort, Preis und Wartung seien so stark verändert worden, dass von der ursprünglichen Ausschreibung nicht mehr viel übrig sei. Ja, unterschrieben wurde trotzdem. Genehmigt auch. Anfang August 2026 hat das Umweltministerium grünes Licht gegeben. Im September 2026 rollen also die Bagger an. Ja, und das ist der Punkt, an dem ich ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Das ist nicht die Privatisierung von 93. Keine hohen Tarife, kein französischer Konzern, kein verseuchtes Leitungswasser. Das Wasser bleibt staatlich, der Preis auch. Gebaut wird von 4 uruguayischen Firmen und Montevideo braucht eine Anlage wirklich. Eine Dürre wie die von 23, ja, die kommt wieder, da sind sich alle einig. Aber es ist eben auch nicht nichts. Es ist ein privates Bauwerk, von dem der Staat 17 Jahre lang Wasser kauft. Durchgesetzt gegen den eigenen Rechnungshof. Von einer Regierung, ja, die mit dem Versprechen angetreten ist, genau das zu verhindern. Was ich daran bemerkenswert finde, in Uruguay wird darüber gestritten. Öffentlich, vor Gericht, im Rechnungshof, auf der Straße. Seit über 30 Jahren. Und zweimal hat die Bevölkerung gewonnen. Ob das hier diesmal eine Niederlage wird, tja, das ist längst noch nicht raus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde in echten Krisenzeiten auch eher auf eine demokratisch gewählte Regierung setzen, als auf Wirtschaft und Großkonzerne. Ja, sofern natürlich die Partei beide Beine auf dem Boden der Verfassung hat. Ihr wisst schon, welche Parteien ich damit nicht meine. Ich würde gerne in den Kommentaren lesen, ja, wie ihr das seht. Dieser massive Widerstand der Uruguayos dagegen, sich von ihrer eigenen Regierung ausverkaufen und schröpfen zu lassen, ja, das nötigt mir Respekt und Hochachtung ab. Und genau deshalb steht heute Wasser auf dem Tisch. Kein Mate. Ganz normales Leitungswasser. Ich kann den Hahn aufdrehen, es kommt sauberes Wasser raus und es kostet fast nichts. Das ist für uns so selbstverständlich, dass wir es nie erwähnen. In Maldonado war das mal 7-mal so teuer und musste abgekocht werden. Und in Montevideo hat es vor 3 Jahren nach Salz geschmeckt. Selbstverständlich ist es also nicht. Es ist erkämpft. In Uruguay 2-mal. Und wenn euch das hier weitergeholfen hat, Abo und Glocke nicht vergessen, wir bleiben dran. Die Playlist
mit unseren Auswanderungsvideos, ja, die findet ihr hier oben. Und wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, wo es gar keine Wasserleitung gibt, sondern nur einen Brunnen, Gabi und Steffen leben genau so. Draußen auf dem Campo. Ja, und die schreiben drüber. Und wir vertonen das als Podcast. Den findet ihr hier unten. Ich sage für heute hasta la próxima und dreht heute mal bewusst den Wasserhahn auf. Que les vaya bien. Ciao.